Hallo zusammen, mein Name ist Christoph und herzlich willkommen zu The British Pint. Heute möchte ich euch eine etwas ernstere Sache vorstellen oder beziehungsweise eine ernstere Sache mit euch besprechen, denn ich habe eine ziemliche Dummheit begangen und möchte verhindern, dass einer von euch das auch macht. Vor 3 Wochen habe ich ein Mild gebraut und habe natürlich wieder ein Video dazu aufgenommen und das Ganze schön beschrieben. Die Idee war, dass ich das Amber Malt zum ersten Mal benutze und auch relativ viel davon und gucke, wie sich das verhält. In einem Mild Ale wäre das Ganze dann mit wenig Reifung, also kurzer Reifezeit, relativ fruchtig und süß noch geblieben. Und dazu habe ich eine neue, mir bisher unbekannte Hefe, die Danstar Windsor, genommen, die relativ bekannt ist. Und das Argument war, es ist wohl eine der Hefesorten, die keine Maltotriose abbauen und deswegen am Ende relativ viel Restextrakt übrig lassen. Jetzt hatte ich früher schon mal eine Hefe mit mit Maltotriose-Schwäche schon mal verwendet und damals habe ich gespindelt und ich hatte immer so um die 4% Restextrakt und das hat mich damals furchtbar irritiert und als ich jetzt gehört habe, dass das war die Brewfirm Top, dass das eine Maltotriose-schwache Hefe ist, dann dachte ich, okay, dann ist alles klar, kriege um die 4% Restextrakt, alles gut. Jetzt habe ich bei der Hefe das für mich normale Verhalten von frischen Trockenhefen beobachtet, nämlich 2 Tage lang richtig heftige Fermentation, dann abflauen und weil die für englische Hefen typisch sich sehr stark sedimentiert, habe ich das Ganze jeden Tag aufgeschüttelt, es kam immer noch wieder Kohlensäure raus, die Hefe hat weitergearbeitet und nach 7 Tagen habe ich das dann abgefüllt. Jetzt mache ich das ja normalerweise so, dass ich dann ein Sicherheitsventil nehme. Das heißt, der exakte Restextrakt ist mir relativ egal, solange es nicht zu wenig ist und ich noch genug Kohlensäure kriege. An dem Tag hatte ich ein Problem mit meinen Sicherheitsventilen, weil ich hatte 2 Sicherheitsventile aussortiert, die regelmäßig keinen Druck mehr aufgebaut haben. Das heißt, die haben zu schnell Druck abgelassen und waren nicht mehr dicht. Das heißt, ich habe gemessen, habe 4,4% Restextrakt gemessen, und dachte mir, ja gut, das ist halt jetzt typisch zur Hefe, ist aber auch nicht schlimm, wenn es sehr viel wäre, sondern ich nehme ja mein Sicherheitsventil und kurze Zeit später ist mir dann aufgefallen, oh, ich habe ja gar kein Sicherheitsventil, aber ich habe ja schon mal die normalen Ventile, die dicht verschließen, genommen, kann ja nichts passieren. Das heißt, ich habe wirklich so bei mir nicht aufgepasst und ein bisschen um die Ecke gedacht und was tatsächlich passiert ist, das Ganze stand eine Woche warm und das Fass hat angefangen, sich heftig aufzublähen. Und ich habe schon ein bisschen Schiss gekriegt, aber ich dachte mir, ja gut, dann irgendwann endet der Druck ja auch, das baut sich ja nicht ohne Ende auf. Ich habe einen halben Liter Flüssigkeit abgezapft, also man drückt auf den Zapfhahn, es kommt Schaum ohne Ende raus, ich warte, bis der sich absetzt, wieder Schaum drauf und so, bis ich einen ganzen halben Liter Flüssigkeit abgezapft hatte und war dann der Meinung, jetzt habe ich so viel CO2 und Flüssigkeit rausgenommen, dass jetzt so viel mehr Platz ist, das müsste eigentlich gehen. Und 2 Tage später ist das Fass explodiert. Also ich stand hier in der Küche und das ist um die Ecke, in dem Holzschrank stand das Fass, zusammen neben einem anderen Fass. Und es war wie ein Kanonenschlag, also es war wirklich ein heftiger Knall. Und ich guckte dann rüber und sah, wie eine Fontäne aus Bierschaum in Richtung Klavier flog. Was ist passiert? Also das Fass sieht so aus. Ja, hier ist oben, hier hat es sich auch extrem ausgedehnt, aber hier unten den Boden hat es komplett weggerissen. Und die Wucht, mit der das, wenn das so steht, nach oben geschossen ist, hat ausgereicht, um dem Schrank die Oberseite wegzubrechen. Also die ist nach oben geflogen, so heftig, dass sie Striemen auf der Decke hinterlassen hat. Und der Boden, auf dem dieses Fass stand, das war so im oberen Drittel, ist nach unten weggebrochen. Also aus den Stiften, mit denen das Ikea-typisch und so festgemacht ist. Gleichzeitig ist der Staubsauger, der unten drunter stand, komplett gewässert worden und natürlich die 5 Liter Bier sind dann über den ganzen Fußboden, Teppich, Spritzer flogen 3 Meter weit, obwohl die Tür des Schranks zu war, also eine absolute Katastrophe. Zu dritt haben wir 1 Stunde lang sauber gemacht. Der Geruch hat sich 4 Tage in der Wohnung gehalten. Den Schrank haben wir nach kurzer Betrachtung zerlegt und weggeworfen, weil der zwar noch vielleicht zu kleben gewesen wäre, aber auch in diese Sägespäne so viel Flüssigkeit reingegangen ist. Ich glaube, den Geruch wären wir nie losgeworden. Und ich durfte einen neuen Staubsauger kaufen. Also ein massiver Schaden und ich kann nur vom Glück reden, dass ich nicht in der Nähe war, als das Ding in die Luft geflogen ist. Also ich stand auch gar nicht so weit weg und ich werde meine Fässer ab sofort nur noch in Schränken aufbewahren, denn das war echt gruselig. Und natürlich sollte ich die Hauptregel berücksichtigen, die allen Brauern beigebracht wird.
Das Bier ist erst dann fertig in der Hauptgärung, wenn es 3 Tage lang nicht mehr den Restextrakt ändert. Und das ist eine Regel, die ich ganz, ganz selten nur beherzige, weil ich eben immer sage, ja gut, Sicherheitsventil. Aber ich fülle ja auch in Flaschen ab und ehrlich gesagt wäre es mir dann noch weniger lieb, wenn da mal was schief geht. Also meine Lernkurve ist ganz eindeutig, ich muss unbedingt genauer messen und das Ganze präziser machen. Und dann auch mal vielleicht mir überlegen, wie ich dann die entsprechende Speisezugabe für die Nachgärung mache, statt dass ich das immer ungefähr grob peile. Und ich werde auf jeden Fall mir nur noch Sicherheitsventile zulegen und nicht mehr die festen Ventile nehmen, außer ich weiß ganz genau, was da vor sich geht in dem Bier. Ja, und natürlich, wenn ich eine neue Hefe benutze, bin ich vielleicht doch noch ein bisschen vorsichtiger, weil man sollte ja nicht einfach die unbekannten Variablen immer mehr steigern, sondern das Ganze sollte schon irgendwie sicher sein. Also ob ich das Bier nochmal braue, weiß ich nicht. Es roch schon sehr übel und ich glaube, den Geruch kriege ich nie mal wieder aus der Nase. Es war halt unglaublich fruchtig süß, weil es ja auch noch Jungbier war, nach einer Woche in der Nachgärung. Ich hatte das Ganze ja auch bei 70 Grad gemeischt, also ich war da auch von ausgegangen, dass der Restextrakt so in Ordnung war. Aber in dem halben Liter, den ich nach einer Woche abgenommen habe, habe ich mal nachgemessen, es war deutlich weniger. Also da ist viel passiert, viel CO2 entstanden und ich habe eigentlich nur Mist gebaut. Ja, ein neues Fass brauche ich auch. Und ja, das kommt jetzt in die gelbe Tonne und dann werde ich mal darüber nachdenken, ob ich das beim nächsten Mal nicht deutlich sicherer machen sollte. So, ich kann euch nur empfehlen, geht keinerlei Sicherheitsrisiken ein, nehmt das Ganze ernst. Das fängt ja schon bei dem Handhaben von mehreren Litern kochendem Wasser, fängt das schon an. Und es hört eben bei der Nachgärung noch nicht auf. Es ist immer, dass irgendwas passieren kann. Und so eine heftige Explosion von 5 Liter Bier kann ich keinem empfehlen. Ja, ansonsten bleibt wachsam und seid vorsichtig beim Brauen. Und bitte schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wieder einen Brautag haben. Bis dann.